Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen. Heute gibt es die zweite Gebäudeecke, die zur ersten hinzugefügt wird und dann packen wir das Ganze auf eine Base und fertig ist die Kiste. Und da wird es noch angemalt. Also, der Eimer Steine, der ist an der Seite und da bleibt er auch. Ich habe da draußen nur das hier rausgeholt. Das gute alte abgebrochene Zollstocktierchen. Das brauche ich gleich, um das Ganze ein bisschen zurechtzuschubsen. Ein Messer habe ich, ein Stück Pappe habe ich. Leim habe ich natürlich und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. So, als erstes, hier oben, da ist der Masterplan quasi. Als erstes bauen wir diesen oberen Teil der Wand zusammen. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Vorausgesetzt, ich kriege den alten Leim auf. So, hat geklappt. Jetzt fangen wir hier einfach an, mauern das Zeug da lang, wieder kleine Punkte dran, zusammen und fertig ist das. Hier auch. Und so mauern wir das ganze Ding zusammen. 2 Steine noch, dann ist die erste Reihe fertig. Ein und noch einen Stein. Und das machen wir genauso wie bei der ersten Gebäudeecke auch, so dass man es am Schluss einfach ineinander stecken kann. Das heißt, eigentlich könnten wir sogar die ganze Ruine am Schluss spiegelverkehrt machen oder halt mehrere Stücke davon frei irgendwo positionieren oder anders zusammenstecken oder wie auch immer. So, ein bisschen Leim hier hin. Hier unten machen wir einen Punkt hin. Das hier, das sind vorbereitete Steine, das könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen oder ihr probiert es einfach aus. Nehmt eine Handvoll Steine und matscht das Zeug ein bisschen zusammen. Hier kommt was hin. Hier kommen 2 kleine Punkte hin. Denkt bitte dran, weniger Leim ist an der Stelle ein bisschen mehr, weil wenn ihr zu viel Leim reinpackt, dann haftet das nicht nur aneinander, sondern es haftet auch an allem anderen. Es läuft da einfach durch und liegt dann irgendwo auf dem Tisch rum und klebt da fest. Und das wollt ihr eigentlich, denke ich mal, nicht. So, von hier drüben her, da sieht das auch schon ganz gut aus. Hier, da wird einfach was draufgesetzt. Dann haben wir schon die untere Seite des Fensters umrahmt. Und das drücken wir uns gleich so zusammen, wie wir es haben möchten. Hier ein bisschen Leim dran, hier 2 Punkte unten drunter. Und drauf damit. Und jetzt fängt schon die nächste Reihe an. Das heißt, hier haben wir noch einen ganzen Stein. Die Seite, die kann nach außen, die sieht toll dafür aus. 2 Punkte unten drunter. Und drauf damit. Und jetzt, wie ihr seht, brauchen wir hier einen halben Stein. Und auf der anderen Seite des Fensters auch direkt. Also nehmen wir den Stein hier, teilen ihn einfach. Nehmen die beiden Hälften und reiben die so ein bisschen aneinander, so dass wir da Struktur in die Kante reinkriegen. Falls ihr mal Lust habt auf so einen Livestream oder sowas, lasst es mich einfach wissen. Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Oder abonniert mal den Kanal, wäre auch cool. Fände ich witzig. Dann habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwer mag, was ich hier mache. Obwohl, wenn ihr es nicht macht, dann würde mich das auch nicht davon abhalten, weiterzumachen. Also von daher, naja, ihr seid freie Leute. Also bitte, bitte, bitte supportet mich und Krams und überhaupt, sonst weine ich ganz jämmerlich. Oder ich mache trotzdem einfach weiter. Ach, ist mir eigentlich egal. So, hier ein bisschen Leim dran, da ein bisschen Leim dran, da ein bisschen Leim dran. Und das kommt jetzt noch hier hin. Und jetzt kommen wir hier noch mit einem Stein, der kommt oben drauf, in so einen Überhang rein, so dass wir das am Schluss dann mit dem anderen Teil der Mauer ein bisschen verschränken können. Das heißt, hier machen wir nur hier ein bisschen Leim hin und hier an der Seite ein bisschen Leim hin.
So, das war's schon. Und jetzt kommt schon die nächste Reihe dran. Das heißt, hier können wir wieder mit vollen Steinen arbeiten. 2 Stück hier und 2 Stück hier auf die Seite. Machen wir das mal hier drauf. So. Da, und jetzt kommt hier noch so ein bisschen was dran. Ein bisschen Leim hier an die Seite. Ein bisschen neuen Leim hier drauf. Und bitte dringend dran, so ein bisschen sparsam mit dem Leim umgehen. Ich meine, viel hilft auch viel. Also wenn man viel da dran packt, dann kann man natürlich auch schön hin und her schieben oder sowas. Aber das reicht eigentlich so auch schon. Also ist ja nicht so, dass wir hier mit tragende Strukturen bauen, die irgendwie Menschen aushalten müssen oder sowas. So, 2 kleine Punkte unten dran. Und da oben drauf. Hier kommt auch wieder was an die Seite. Und dann noch ein bisschen was hier hin, ein bisschen was dahin. Und das kommt da dran. So, jetzt müssten wir eigentlich schon die Höhe des Fensters erreicht haben. Das heißt, wir sind hier angelangt. Jetzt kommen hier noch 2 Reihen drauf und dann können wir schon mit dem nächsten Teil loslegen. Ein bisschen Leim hier, ein bisschen Leim da. Das kommt hier oben drauf und jetzt bewegen wir uns über dem Fenster einmal lang. Das heißt, wir nehmen hier einfach 2 einzelne Steine und kleben die zusammen, statt einen vernünftigen Sturz zusammenzubauen. Am Schluss könnten wir vielleicht noch halbe Steine dann zurechtschneiden oder ähnliches und die oben reinlegen, sodass wir hier quasi ein Stück haben, das dann das Fenster auffängt. Hier an der Seite einen Punkt. Hier unten einen Punkt. So, und noch ein Stein, dann ist das da oben erledigt. Dann kommen wir schon zur abschließenden Reihe. Da ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen was. So, und jetzt noch oben 3 Steine drauf. Ein Stein, 2 Stein, 3 Stein, 4 Stein. Ne, der erste. Jetzt kommt hier noch ein bisschen was dran. So. Das haben wir fertig. Und jetzt kommt hier noch ein Stein oben dran. Dann ist der Teil erledigt und dann geht es schon direkt weiter mit dem nächsten Stück. Wir brauchen hier mehrere Stücke und wenn die dann fertig sind, dann kann ich euch zeigen, was wir davon dann vorhaben. So, das Ganze oben drauf. Passt zur Schablone. Hier, da passt es auch insgesamt. Jetzt können wir das nochmal am besten gegen das Stück Pappe gegenlaufen lassen. Dadurch, dass er nicht mit so viel Leim rumgesaut wurde, haben wir jetzt sogar den großen Vorteil, dass wir das Ganze frei auf dem Tisch hin und her schieben können, ohne dass wir am Schluss das Problem haben, dass es am ganzen Tisch festklebt. In die Aussparung stelle ich mal gerade andere Steine rein. Dann kann man abschätzen, wie das dann am Schluss aussehen wird. Ob es alles zusammenpasst, ob es nicht zusammenpasst, ob wir hier noch ein bisschen schieben müssen oder so. Aber ich meine schlussendlich, wenn es so ein bisschen schief ist oder sowas, meine Güte, es wird eine Ruine. Von daher sollte das schon passen. So.
Das ist an der Seite fertig. Das passt schon ganz gut. Jetzt sehen wir das einmal noch von hier, lassen das dagegen laufen. Aber das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. So können wir es lassen. Ich würde mal sagen, das erste Mauerstück ist somit erledigt. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher, das Stück Mauer, was hier gerade entstanden ist. Das wird quasi vor Kopf gesetzt bei der Hütte, die dann am Schluss entsteht. So, ich richte das hier noch ein bisschen aus, dass das Fenster schön mittig sitzt. Das hier, das mache ich einmal fest. So, erstes Stück Mauer fertig. Von 3 Stück Mauern und dann am Schluss werden noch 30 Steine jeweils gedrittelt, so dass wir den kompletten Boden dann fertig machen können. Noch ein letztes Mal die Abschlusskontrolle. Ja, das passt gut hier an der Seite. Sieht man hier auf dem Bild nicht ganz so gut. Ich mache das mal ein bisschen anders. So, hier, da könnt ihr sehen, dass es ziemlich rechtwinklig ist, das Ganze. Auf der anderen Seite genauso. Das heißt, von daher, das kann man so lassen. Das ist schon in Ordnung. Und weiter geht's. Jetzt hat das ein bisschen Ruhe gehabt und kann jetzt beiseite geschoben werden, ohne dass das auseinanderfällt. Nächstes Gebäudeteil, beziehungsweise nächstes Mauerstück. Hier ist nochmal der große Masterplan. Hier, da liegt es drauf. Hier haben wir jetzt 2 kleine Teile. Einmal hier auf einer Seite was und hier hinten, das ist quasi die Rückseite des Gebäudes. Da ist dann so ein kleiner Durchbruch, da kann eine Tür gewesen sein oder ähnliches. Und hier ist so ein zweiter Mauerteil. Das ist dann quasi die Ecke von eben. Das war die Stirnseite und jetzt kommt die Längsseite des Gebäudes. Einmal hier ein kleines Stück, dann hier ein größeres Stück. Und dann passt das gut zusammen mit dem Rest, der ja schon in einem vorhergehenden Video zusammengebaut wurde. Und weiter geht's. Am besten erstmal dieses kleine Stückchen hier. Seht ihr das? Auch wieder eingemalt. Ein halber Stein wird hier gebraucht. Das ist ja ruckzuck erledigt. Das heißt, wir richten hier die Steine ein bisschen aus und uns den Leim dazu. Hier ein bisschen was dran, an diese Seite zusammengeklebt. Jetzt einen halben Stein machen. Die andere Hälfte, die brauchen wir gleich auf der anderen Seite, damit wir da einen vernünftigen Abschluss hinkriegen. So, ein bisschen die Kanten zerstören, dass das ein bisschen besser zusammenpasst, dass die Kanten schon gebrochen sind insgesamt. Zum rumgedrückt noch und fertig. Das heißt, wir haben hier gleich unseren Stein und auf der anderen Seite haben wir diesen Stein. Immer daran denken, die ganzen Styrodur-Teile, wenn er die ein bisschen zusammenbiegt oder sowas, die bleiben für gewöhnlich auch erstmal so. Das heißt, wenn er so zusammendrückt, werden sie kleiner, aber mit der Zeit werden sie leider nicht automatisch wieder größer. Also passt drauf auf, was ihr wo wie wann zusammenschiebt. Wenn ihr die falschen Sachen zusammenschiebt, dann naja, sieht es vielleicht ein bisschen ulkig aus am Schluss. So, das war das. Und jetzt kommt hier nur ein kleiner Tupfen drunter, denn das wird einfach hier oben drauf gesetzt. Fertig ist die Kiste. Jetzt können wir direkt schon schauen, ob das hierzu passt. Denn das wird hier auf der Seite dann reingeklinkt. Und zwar über Eck. Das heißt, das hier, das sind ja nur ein paar Steine, die können wir schon mal hinstellen. Hier kommt die Mauer, die wir eben zusammengebaut haben, hin. Das kommt genau über Eck hier rein. Sieht auch schon sehr gut aus. Das Stück lege ich wieder hin. Das hier lege ich auch hin. Das wird alles passen. Ich nehme nochmal einen anderen Stein und setze ihn mal hier rein, um zu schauen, wie
es von der Tiefe her ist, um das passend einzustellen. So, das haben wir geschafft. Zweites Mauerstück fertig. Und jetzt kommt das nächste Mauerstück. Mauerstück Nummer 3. Übrigens, wenn ihr wollt, ihr könnt die Steine hier, ich denke mal, wie könnte man das andere Ding nennen? Also es gibt einmal so eine Grundkiste mit Steinen. Die könnt ihr euch bei eBay holen oder sowas. Oder auch bei Etsy. Da habe ich das Zeugs auch drin. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze damit supporten. Also, ihr könnt einmal das Ganze hier liken, um zu zeigen, wie toll das ist. Könnt Ideen unten in die Kommentare reinstopfen. Könnt das Ganze ein Stück weit supporten über Patreon oder indem ihr so ein paar Steine einkauft. Und dann wird es noch eine Zusatzkiste geben. Ich weiß nicht, wie man den nennen könnte. Vielleicht, weil es auch schöne Sachen drin gibt. Vielleicht nennen wir es einfach Lootbox 1. Da sind dann Steine drin, da ist dann ein Cuttermesser drin und da ist Leim drin und Steine, so ein Zeugs hier. Und eine Base. Und dann könnt ihr genau das Ding am Schluss nachbauen, wenn ihr möchtet. Oder so. Genug mit Werbung, ich mache jetzt hier mal weiter. So, das Ganze hier, das werden wir jetzt aufbauen. Das heißt erstmal wieder die unterste Reihe. Diesen halben Stein haben wir ja schon, das ist ja passenderweise schon alles da. Den Leim hole ich mal ein bisschen näher hier hin. Wieder auf die Ausrichtung achten. Es kann natürlich auch sein, dass so eine Mauer so ein bisschen weggesackt ist oder ein bisschen hochgedrückt wurde. Je nachdem, wie lange das Gebäude schon da steht, wenn da irgendwelches Wurzelwerk drin ist. Was bestimmt auch gut aussehen würde. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Wenn man da am Schluss dann einfach so einen Zweig irgendwie aus dem Park oder aus dem Garten oder so ein kleines Stück von einem Ast oder so einfach da reinsteckt. So als ob aus der Mitte des Raums, wenn das Gebäude ohne Dach da steht, als ob da irgendwie so ein Baum hochgewachsen wäre und hätte ein bisschen was eingedrückt oder so. Ich glaube, das sieht schon ziemlich cool aus dann. Das kommt hier hin. Und das kommt hier hin. So, erste Reihe. Und wieder nur mit ein bisschen Zeugs arbeiten. Da braucht ja nicht viel dran. Hier hin. Dann direkt das nächste daneben. Jedes Mal nur ein bisschen Leim dran, damit es einfach nur aneinander haftet. Das wird sowieso bombenfest. Das heißt, später, wenn wir das durch die Gegend werfen würden, dann würde wahrscheinlich nicht der Leim auseinanderfallen, sondern die Kanten würden, sagen wir mal, weiter strukturiert werden. Genau. So, das nächste Stück. Ich sage euch jetzt nicht so wie in der Hobbythek, ich habe da schon mal was vorbereitet oder sowas, sondern ich mache das extra Stück für Stück. Ihr könnt es euch angucken, ihr könnt es auch sein lassen, je nachdem, wie ihr das mögt. Vielleicht mache ich auch nochmal so eine Sache, wo so ein bisschen der Zeitraffer drin ist, aber das hier, das ist halt einfach nur, um zu zeigen, absolut jeder, der irgendwie seine Finger halbwegs bewegen kann, kann sowas eigentlich zusammenbauen. Gar kein Problem. Aber das wisst ihr ja, denn wenn ihr das hier anguckt, dann habt ihr sicherlich auch Interesse in der Richtung und ich glaube, ihr kriegt das echt ohne weiteres sofort hin. Ist ja nicht wild. So ein bisschen bauen. Wer mit Lego gespielt hat, der kann das. So. Nächstes Stück Mauer. Und jetzt kommen hier noch 2 Reihen drauf. So ein bisschen versetzt. Erstmal noch ein bisschen neuen Leim dazu holen. Hier ist er. Auch wieder nicht allzu viel, obwohl der hier eigentlich relativ lang braucht, bis er dann wirklich fest ist.
So. Und noch ein bisschen Leim hier dran, da dran und da dran und da drauf damit. Da ist es eine schöne Struktur an der Stelle. Oh, das kommt nach oben auf jeden Fall. Hier oben drauf. Und jetzt noch dieser Stein, der kommt jetzt hier dran. Kriegt hier so ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen Leim. Und schon ist es fertig. Das heißt, hier müssen wir nur noch schauen, dass der Teil hier so halbwegs zusammenpasst. Ich lege mal den Zollstock hier unten dran. Das ist übrigens einfach so eine Sache, ich nehme hier wirklich Low-End-Sachen, damit ihr das dann am Schluss einfach selbst zusammenbauen könnt. Ihr könnt Lineale nehmen, Geodreiecke, was auch immer euch gerade über den Weg läuft. Wahrscheinlich habt ihr tolles Equipment oder sowas, das könnt ihr alles einsetzen. Ich möchte nur einfach zeigen, dass es halt wirklich ganz, ganz, ganz simpel mit den einfachsten Mitteln zu machen geht. So, das Ganze hier, das liegt auch schon flach auf. Das heißt, das können wir so lassen. Ein Stück Mauer. Ich hole mal das andere Stück dazu, dieses kleine Stück. Das hier, das wird quasi so eine Art Durchgang oder ähnliches, Richtung Garten oder so vielleicht. Oder ein Durchgang für das Viech, das hier um die Ecke die Krippen und so weiter standen. Und dann am Schluss wird das Ganze noch mit diesem Teil quasi über Eck zusammengesteckt. Und das Ganze, das fügt sich dann, denke ich mal, ganz gut und harmonisch zusammen mit dem Rest der Ruine, der schon gebaut wurde. So, jetzt kommt Schnitzelwerk. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, dass wir diese 30 Steine hier für den Boden vorbereiten. Denn wenn ihr euch überlegt, im Norden die Städte zum Beispiel, da ist es bei uns so, dass wir da ja auf dieses, ja, keine großen Steinvorkommen in der Nähe haben, sondern die sind ja oft ins Moor reingebaut. Also was konnte man leicht transportieren oder hat es dann verwendet für den Bau von Kirchen, von den Gebäuden und sonst was und von den Straßen? Einfach gebrannte Ziegeln. Also hat man die dann einfach als Bürgersteige und sonst was dann hingelegt. Und so ähnlich werden wir hier auch vorgehen. Das heißt, das hier ist ein Arme-Leute-Haus. Also das, was die haben, sind Steine. Und die Steine, die halt für den Boden da sind, das ist kein gestampfter Boden gewesen, sondern quasi diese hier, die werden wir dritteln und dann legen wir das auf den Boden drauf. Immer von quasi der einen Seite zu der anderen Seite, parallel zur Stirnseite und dann füllen wir damit quasi den Boden aus. Ich denke mal, das wird wirklich gut aussehen. Und die hier, die zubereiten und so weiter, wisst ihr was, da machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Das braucht ihr euch nicht komplett mit angucken, auch nicht, wie ich dann die Steine nachher bearbeite. Das ist quasi so wie in den Mini-Tutorials zu sehen. Einfach alles dann schneiden, in die Hand nehmen, jeweils die Steine hier dritteln und dann ordentlich kneten. Und das wird einige Minuten dauern, dadurch, dass ich ein bisschen vorsichtiger damit bin, damit diese kleinen Platten dann halt nicht komplett durchbrechen. Okay, und dann im nächsten Video seht ihr dann, wie das Ganze zusammen auf die Base gesetzt wird mit der ursprünglichen Ruinenecke. Vielen Dank. Bis dann, ihr lustigen Menschen.